Mein Name ist Vincent. Ich bin nicht mehr jung. Jeden Morgen sehe ich es im Spiegel. Meine Haare sind grau. In meinem Gesicht sind viele Linien. Meine Augen sehen müde aus. Ich denke oft, dass ich zu lange gewartet habe. Zu lange nichts getan habe. Ich dachte lange, dass mein Leben schon vorbei ist. Ich dachte, ich habe meine Chance verpasst. Ich dachte, es ist zu spät. Zu spät für Träume, zu spät für Liebe, zu spät für ein neues Leben. Und ich war mir sicher, dass sich nichts mehr ändern wird. Aber ich lag falsch. Das wusste ich damals noch nicht. Ich wusste nicht, dass sich mein Leben verändern wird. Ich wusste nicht, dass ein Moment alles ändern kann. Damals lebte ich allein in einer kleinen Wohnung. Es war still. Zu still. Wenn ich die Tür öffne, höre ich nichts. Nur meine Schritte. Ich setze mich hin und es bleibt still. Jeden Tag ist gleich. Ich stehe auf, gehe zur Arbeit, komme nach Hause, esse etwas und schlafe. Dann beginnt alles wieder von vorne. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Und nichts ändert sich. Meine Freunde haben Familien. Sie haben Häuser, sie haben Kinder. Sie haben ein Leben. Wenn ich sie sehe, lächle ich. Ich sage, dass ich mich für sie freue. Und das stimmt auch. Aber wenn ich allein bin, fühlt es sich anders an. Leer. Schwer. Ich komme nach Hause und merke, dass niemand auf mich wartet. Niemand spricht mit mir. Niemand ist da. Nur ich und die Stille. Früher hatte ich Träume. Große Träume. Ich wollte ein Zuhause. Ich wollte eine Familie. Ich wollte ein gutes Leben. Aber irgendwann habe ich aufgehört zu träumen. Ich habe angefangen zu warten. Auf den richtigen Moment. Auf mehr Zeit. Auf mehr Geld. Auf Glück. Aber nichts ist passiert. Die Zeit ist einfach weitergegangen. Ohne mich. Und irgendwann habe ich mir gesagt, es ist zu spät. Und ich habe es geglaubt. Eines Morgens stehe ich wieder vor dem Spiegel. Ich schaue mich lange an. Ich gehe nicht sofort weg. Ich bleibe stehen. Ich sehe mein Gesicht. Ich sehe meine Augen. Ich sehe die Linien. Und ich frage mich, wann ist das passiert? Wann bin ich so alt geworden? Wann ist mein Leben einfach weitergegangen? Ich erinnere mich an früher, an meine Träume. Damals dachte ich, alles ist möglich. Aber jetzt fühlt sich das weit weg an, wie ein anderes Leben. Ich sehe andere Menschen, auf der Straße, bei der Arbeit, im Park. Sie lachen. Sie sprechen miteinander. Sie sind nicht allein, sie haben Familien. Sie haben Liebe. Und ich stehe daneben. Ich fühle mich fremd. Ich fühle mich allein. Ich gehe jeden Tag allein nach Hause. Ich öffne die Tür. Es ist still. Ich setze mich hin. Ich esse allein. Ich schlafe allein. Und dieses Gefühl wird stärker. Jeden Tag ein bisschen mehr. Ich denke immer wieder, ich bin zu spät. Mein Leben ist schon entschieden. Ich kann nichts mehr ändern. Ich frage mich, habe ich meine Chance verpasst? Vielleicht war sie da. Vielleicht habe ich sie nicht gesehen. Oder ich habe zu lange gewartet. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, sie ist weg. Dieser Gedanke bleibt in meinem Kopf. Er geht nicht weg. Egal, was ich mache, egal, wohin ich gehe. Ich fühle Traurigkeit. Ich fühle Angst. Angst, dass das alles war. Angst, dass mein Leben so bleibt. Ohne Veränderung, ohne Liebe, ohne Zukunft. Und je länger ich das denke, desto mehr glaube ich es. Mein Leben ist jeden Tag gleich. Ich stehe morgens auf und gehe zur Arbeit. Ich komme nach Hause und bin müde. Ich esse etwas und gehe schlafen. Am nächsten Tag beginnt alles wieder von vorne. Es ist wie ein Kreis, immer gleich. Immer das gleiche Leben. Nichts Neues passiert, keine Veränderung, keine Überraschung. Ich habe noch Träume. Tief in mir sind sie noch da. Aber ich tue nichts dafür. Ich denke nur daran.
Und dann lasse ich es wieder los, weil ich Angst habe. Angst zu scheitern. Angst, wieder zu hoffen und wieder enttäuscht zu werden. Also bleibe ich, wo ich bin. Ich bewege mich nicht. Ich versuche nichts Neues. Ich sage mir, so ist mein Leben jetzt. Und ich versuche, das zu akzeptieren. Aber es fühlt sich nicht richtig an. Es fühlt sich leer an. Ich sehe die Tage an mir vorbeigehen. Ich sehe die Zeit verschwinden. Und ich tue nichts. Das ist das Schwerste. Nicht die Einsamkeit, nicht die Traurigkeit, sondern dass ich einfach stehen bleibe. Mein Leben geht weiter. Aber ich gehe nicht mit. Manchmal frage ich mich, lebe ich noch? Oder warte ich nur? Warte ich auf etwas, das vielleicht nie kommt? Eines Tages passiert etwas anders. Es ist ein normaler Tag. Ich gehe zur Arbeit und komme nach Hause. Alles ist wie immer. Aber am Abend gehe ich noch einmal nach draußen. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht, weil ich die Stille nicht mehr ertragen kann. Ich gehe langsam durch den Park. Die Luft ist kühl. Es ist ruhig. Ich setze mich auf eine Bank und schaue nach vorne. Dann sehe ich sie. Sie sitzt nicht weit von mir. Auch allein. Für einen Moment schaue ich nur kurz hin, dann wieder weg. Ich will eigentlich gehen. Aber ich bleibe sitzen. Nach einer Weile steht sie auf und setzt sich näher zu mir. Wir sagen zuerst nichts. Es ist still, aber es fühlt sich nicht schwer an. Es ist eine ruhige Stille. Dann schaut sie mich an und lächelt leicht. Ich bin überrascht. Es ist lange her, dass mich jemand so anschaut. Wir beginnen zu sprechen. Erst langsam. Einfache Worte. Dann mehr. Wir erzählen ein wenig von unserem Leben. Sie ist freundlich. Sie hört mir zu. Wirklich zu. Ich merke, dass sie mich versteht. Sie ist auch allein. Sie hat auch lange gewartet. Sie hat auch gedacht, dass es vielleicht zu spät ist. In diesem Moment fühle ich etwas, das ich lange nicht mehr gefühlt habe. Es ist kein großes Gefühl. Es ist leise. Aber es ist da. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühle ich mich nicht mehr ganz allein. Wir sitzen weiter zusammen auf der Bank. Die Zeit vergeht, aber ich merke es kaum. Es fühlt sich ruhig an, fast leicht. Ich erzähle ihr mehr von meinem Leben, von der Arbeit, von den Jahren, die einfach vergangen sind, von dem Gefühl, dass alles zu spät ist. Meine Stimme wird leiser. Ich glaube, ich habe meine Chance verpasst, sage ich. Dann wird es still. Ich schaue nach unten. Ich erwarte keine Antwort. Ich denke, sie sagt nichts. Vielleicht, weil es stimmt. Vielleicht, weil es wirklich zu spät ist. Dann höre ich ihre Stimme. Ruhig. Klar. Nein, sagt sie. Ich schaue auf. Sie sieht mich an. Es ist nicht zu spät, sagt sie. Dann macht sie eine kurze Pause. Es ist nie zu spät. Diese Worte bleiben in der Luft. Ich sage nichts. Ich höre sie nur. Immer wieder. Es ist nie zu spät. In meinem Kopf passiert etwas. Ein kleiner Gedanke. Ich will es nicht glauben. Ein Teil von mir sagt, das stimmt nicht, es ist zu spät. Aber ein anderer Teil hört zu. Ganz leise. Wir sprechen noch weiter, aber ich denke nur an diesen Satz. Als ich später nach Hause gehe, denke ich immer noch daran. Immer wieder. Es ist nie zu spät. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühle ich etwas Neues. Es ist klein. Es ist leise. Aber es ist da. Vielleicht ist mein Leben doch noch nicht vorbei. Nach diesem Abend fühlt sich etwas anders an. Nicht groß, nicht laut. Aber ich merke es. Ich denke immer wieder an ihre Worte. Es ist nie zu spät. Am nächsten Tag gehe ich zur Arbeit.
Alles ist wie immer. Aber ich fühle mich nicht mehr gleich. Ich bin wacher. Ich denke mehr nach. Nach der Arbeit gehe ich wieder in den Park. Sie ist da. Sie lächelt, als sie mich sieht. Ich setze mich zu ihr. Wir sprechen. Wir lachen ein wenig. Es ist ungewohnt für mich. Aber es fühlt sich gut an. Die nächsten Tage sehen wir uns öfter. Wir gehen spazieren, wir sitzen auf der Bank, wir schauen den Himmel an. Wir sprechen über unser Leben, über unsere Fehler, über unsere Träume. Ich merke, dass ich wieder anfange zu träumen. Das habe ich lange nicht gemacht. Ich fühle mich lebendiger, nicht jung, aber auch nicht zu alt. Ich beginne zu denken, vielleicht habe ich noch Zeit. Vielleicht ist mein Leben noch nicht vorbei. Vielleicht gibt es noch eine Chance. Ich bin nicht mehr nur allein. Ich habe jemanden, mit dem ich sprechen kann. Jemand, der mich versteht. Und langsam kommt ein Gefühl zurück. Ein Gefühl, das ich fast vergessen habe. Hoffnung. Eines Abends sitzen wir wieder im Park. Die Sonne geht langsam unter. Der Himmel ist ruhig und warm. Wir sprechen wie immer. Dann schaut sie mich an und fragt, was willst du wirklich im Leben? Ich bin still. Niemand hat mir diese Frage lange gestellt. Ich habe sie mir selbst auch nicht gestellt. Ich habe nur gearbeitet und gewartet. Jetzt muss ich antworten. Ich denke nach. Ich atme tief ein. Ich will ein Zuhause, sage ich langsam. Ich will eine Familie. Ich will ein Leben, das mich glücklich macht. Die Worte sind einfach, aber sie sind ehrlich. Sie kommen tief aus mir. Sie lächelt und sagt, dann fang an. Ich schaue sie an. Ihre Worte sind kurz, aber sie sind stark. Warum wartest du noch? Fragt sie. Diese Frage bleibt in meinem Kopf, den ganzen Abend, auch später, als ich allein zu Hause bin. Ich sitze auf meinem Bett und denke nach. Warum warte ich noch? Ich habe so lange gewartet, auf den richtigen Moment, auf mehr Zeit, auf Glück. Aber nichts ist passiert. Vielleicht muss ich nicht warten. Vielleicht muss ich einfach anfangen. In diesem Moment treffe ich eine Entscheidung. Ich will nicht mehr warten. Ich will anfangen. Auch wenn ich Angst habe. Auch wenn ich unsicher bin. Ich mache kleine Schritte. Aber ich gehe nach vorne. Zum ersten Mal seit langer Zeit glaube ich, dass ich etwas ändern kann. Am nächsten Morgen wache ich früher auf. Ich bleibe nicht lange im Bett. Ich stehe auf und gehe zum Fenster. Die Luft ist frisch. Der Himmel ist hell. Ich fühle mich anders. Nicht perfekt, aber stärker. Ich gehe zur Arbeit, aber ich bin nicht mehr derselbe. Ich arbeite bewusster. Ich spreche mehr mit anderen. Ich achte auf Dinge, die ich vorher nicht gesehen habe. Nach der Arbeit setze ich mich hin und schreibe meine Ziele auf. Ein besserer Job, mehr Geld, ein Zuhause, ein neues Leben. Es sind große Ziele, aber ich beginne klein, sehr klein. Ich suche nach neuen Möglichkeiten. Ich schaue nach Jobs. Ich spare ein wenig Geld. Nicht viel, aber es ist ein Anfang. Jeden Tag mache ich etwas, einen kleinen Schritt. Manchmal ist es schwer, manchmal bin ich müde, manchmal will ich aufgeben. Aber dann erinnere ich mich an meine Entscheidung. Ich erinnere mich daran, warum ich angefangen habe. Und ich mache weiter. Schritt für Schritt. Mit der Zeit verändert sich etwas in mir. Ich werde sicherer. Ich glaube mehr an mich. Ich sehe, dass ich nicht mehr stehen bleibe. Ich gehe nach vorne. Langsam, aber sicher. Und dieses Gefühl ist neu. Es gibt mir Energie. Es gibt mir Hoffnung. Zum ersten Mal seit vielen Jahren freue ich mich ein wenig auf das, was kommt.
Nach einiger Zeit sehe ich eine neue Chance. Es ist ein besserer Job, mehr Geld, mehr Verantwortung. Früher hätte ich gesagt, das ist nichts für mich. Ich hätte es nicht einmal versucht. Aber diesmal ist es anders. Ich erinnere mich an meine Entscheidung. Ich will nicht mehr warten. Also versuche ich es. Ich bereite mich vor. Ich lese alles genau. Ich überlege, was ich sagen kann. Ich übe meine Antworten. Ich bin nervös. Sehr nervös. Am Tag des Gesprächs ziehe ich meine besten Sachen an. Ich stehe vor dem Gebäude und atme tief ein. Mein Herz schlägt schnell. Ich habe Angst. Angst zu scheitern. Angst, nicht gut genug zu sein. Aber ich gehe hinein. Schritt für Schritt. Das Gespräch ist nicht leicht. Die Fragen sind schwer. Manchmal muss ich lange nachdenken. Manchmal bin ich unsicher. Aber ich gebe mein Bestes. Ich bleibe ruhig. Ich spreche ehrlich. Als ich wieder draußen bin, weiß ich nicht, ob es reicht. Aber ich weiß etwas anderes. Ich habe es versucht, wirklich versucht. Und das fühlt sich gut an. Ein paar Tage später bekomme ich einen Anruf. Mein Herz schlägt schnell. Ich nehme ab. Dann höre ich die Worte: Wir möchten Ihnen den Job anbieten. Ich kann es kaum glauben. Ich sage nichts. Ich stehe einfach da. Dann lächle ich. Zum ersten Mal seit langer Zeit. Ich habe es geschafft. Ich habe einen Schritt gemacht. Einen echten Schritt nach vorne. Mein erster Tag im neuen Job ist aufregend und schwer. Alles ist größer als vorher. Die Arbeit ist schwerer. Die Menschen wirken sicher und erfahren. Für einen Moment fühle ich mich wieder klein. Ich denke, vielleicht gehöre ich nicht hierher. Vielleicht war das ein Fehler. Aber dann erinnere ich mich, warum ich hier bin. Ich habe diesen Schritt gemacht. Ich habe es geschafft, hier zu sein. Also bleibe ich. Ich arbeite weiter. Die ersten Tage sind nicht leicht. Ich mache Fehler. Ich brauche länger als andere. Manchmal bleibe ich länger, um mehr zu lernen. Es gibt Tage, an denen ich müde bin. Tage, an denen ich zweifle. Aber ich gebe nicht auf. Nicht mehr. Jeden Tag lerne ich etwas Neues. Kleine Dinge, aber wichtige Dinge. Langsam werde ich besser. Ich verstehe mehr. Ich mache weniger Fehler. Mein Chef sieht das. Eines Tages sagt er: Sie machen das gut, machen Sie weiter. Diese Worte bedeuten mir viel, sehr viel. Sie zeigen mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Mit der Zeit bekomme ich mehr Verantwortung. Ich darf mehr entscheiden. Ich werde gebraucht. Und dieses Gefühl ist neu für mich. Ich merke, dass ich mich verändert habe. Früher habe ich gewartet. Jetzt handle ich. Jetzt gehe ich meinen Weg. Schritt für Schritt. Mit meinem neuen Job verändert sich mein Leben weiter. Ich verdiene mehr Geld als früher. Zum ersten Mal habe ich nicht nur genug, sondern auch etwas übrig. Ich beginne zu sparen. Jeden Monat lege ich etwas Geld zur Seite. Es ist nicht viel, aber es wächst langsam. Und mit jedem Monat wächst auch mein Gefühl, dass mein Traum möglich ist. Ich denke oft an das, was ich im Park gesagt habe. Ein Zuhause, ein Ort, der mir gehört, ein Ort, an dem ich nicht allein bin. Am Anfang wirkt dieser Traum noch weit weg. Häuser sind teuer. Sehr teuer. Wenn ich die Preise sehe, denke ich kurz, das schaffe ich nie. Aber dann erinnere ich mich an meinen Weg. Schritt für Schritt. Ich muss nicht alles auf einmal schaffen. Ich muss nur weitergehen. Also mache ich einen Plan. Ich schaue mir Wohnungen und Häuser an. Ich vergleiche Preise. Ich informiere mich. Es ist neu für mich, aber ich lerne. Jeden Tag ein bisschen mehr. Manchmal ist es schwer. Manchmal bin ich unsicher. Aber ich bleibe dran. Ich gebe nicht auf. Am Abend treffe ich sie im Park und erzähle ihr davon.
Sie hört zu und lächelt. »Du bist auf dem richtigen Weg«, sagt sie. Ihre Worte geben mir Kraft. Sie glaubt an mich. Und langsam glaube ich auch an mich selbst. Mein Traum ist nicht mehr nur ein Gedanke. Er wird klarer. Er wird näher. Und ich weiß, wenn ich so weitermache, werde ich es schaffen. Nach vielen Monaten habe ich genug Geld gespart. Jetzt kann ich den nächsten Schritt machen. Ich suche ein Zuhause. Ich sehe viele Wohnungen und Häuser. Einige sind zu klein, andere sind zu teuer. Manche fühlen sich nicht richtig an. Manchmal gehe ich nach Hause und denke, es ist zu schwer. Vielleicht schaffe ich das doch nicht. Aber ich erinnere mich an meinen Weg. Ich habe schon so viel geschafft. Also mache ich weiter. Tag für Tag. Schritt für Schritt. Dann sehe ich eines Tages ein kleines Haus. Es ist einfach, nicht groß. Aber als ich davor stehe, fühle ich etwas. Es ist ruhig. Es fühlt sich richtig an. Ich gehe hinein. Die Räume sind hell. Es gibt ein Fenster mit viel Licht. Draußen ist ein kleiner Garten. Nichts Besonderes. Aber genug. Ich stehe dort und stelle mir mein Leben vor. Ich sehe mich am Morgen dort sitzen. Ich sehe Ruhe. Ich sehe ein Zuhause. Und plötzlich weiß ich, das ist es. Das ist mein Ort. Mein Herz schlägt schneller. Aber diesmal nicht aus Angst, aus Freude. Ich treffe eine Entscheidung. Ich kaufe das Haus. Als ich den Schlüssel in meiner Hand halte, bleibe ich stehen. Ich schaue ihn lange an. So klein, aber so wichtig. Ich habe es geschafft, wirklich geschafft. Das ist mein Zuhause, mein eigener Ort. Und ich fühle etwas, das ich lange nicht gefühlt habe. Stolz. Ruhigen, echten Stolz. Am Abend lade ich sie ein, mein neues Zuhause zu sehen. Ich bin nervös, mehr als ich dachte. Als sie ankommt, lächelt sie mich an. Wir gehen zusammen hinein. Sie schaut sich alles an. Langsam, ruhig. Sie bleibt in jedem Raum kurz stehen. »Es ist schön«, sagt sie leise. »Es fühlt sich gut an.« Ich sehe sie an und merke, wie wichtig mir dieser Moment ist. Nicht nur das Haus, sondern dass sie hier ist. Dass ich das mit ihr teilen kann. Wir stehen im Wohnzimmer. Es ist still. Aber es ist keine schwere Stille. Es ist warm. Ich schaue sie an und denke nach. Mein Weg war nicht nur Arbeit, nicht nur Geld, nicht nur dieses Haus. Es war mehr. Es war auch sie. Sie war die Person, die mir gezeigt hat, dass es nicht zu spät ist. Sie hat an mich geglaubt, als ich es nicht konnte. Ich atme tief ein. Mein Herz schlägt ruhig, aber stark. »Ich will dich etwas fragen«, sage ich. Sie schaut mich an, ein wenig überrascht. »Willst du hier mit mir leben?« Für einen Moment sagt sie nichts. Alles ist still. Dann lächelt sie. Ein warmes, ehrliches Lächeln. »Ja«, sagt sie. Nur ein Wort. Aber es bedeutet alles. In diesem Moment weiß ich, ich habe nicht nur ein Haus gefunden, ich habe ein Zuhause gefunden. Und ich habe jemanden gefunden, mit dem ich es teilen kann. Später am Abend sitze ich allein in meinem neuen Zuhause. Es ist ruhig, aber es fühlt sich nicht mehr leer an. Die Räume sind warm. Alles wirkt lebendig. Ich schaue mich um und kann es kaum glauben. Vor nicht langer Zeit saß ich noch in meiner kleinen Wohnung. Ich dachte, mein Leben ist vorbei. Ich dachte, ich habe alles verpasst. Ich dachte, es ist zu spät für mich. Zu spät für einen neuen Anfang. Zu spät für Liebe. Zu spät für ein besseres Leben. Diese Gedanken waren jeden Tag in meinem Kopf. Sie haben mich gestoppt. Sie haben mich festgehalten. Aber jetzt sehe ich die Wahrheit. Ich lag falsch. Es war nie zu spät. Ich habe nur zu lange gewartet. Ich hatte Angst. Angst zu versuchen.
Angst zu scheitern. Und diese Angst hat mich aufgehalten, nicht die Zeit, nicht mein Alter, nur ich selbst. Ich denke an den Moment im Park, an ihre Worte. Es ist nie zu spät. Damals waren es nur Worte, heute ist es mein Leben. Ich habe kleine Schritte gemacht, jeden Tag ein bisschen. Und das hat alles verändert. Heute weiß ich, es ist nie zu spät, neu anzufangen. Nie zu spät, an sich zu glauben. Nie zu spät, das Leben zu bauen, das man wirklich will.